und willkommen zu meinem wohl liebsten Video dieses Jahr. Und zwar zeige ich euch heute, was meine Kinder zu Weihnachten bekommen. Minimalistisch wäre nicht die korrekte Bezeichnung für dieses Video, aber ich habe versucht, es so wenig überwältigend wie möglich für die Kids zu gestalten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass währenddessen ihr die Geschenke besorgt, ihr euch ein bisschen Druck macht darüber, ist es zu viel, ist es zu wenig. Also zu wenig gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber ja, das war ein großer Anspruch bei mir, dass es eine gute Auswahl an Geschenken ist, die sie gebrauchen können, aber gleichzeitig es nicht an dem Tag zu überladen ist. Als kleine Richtung, ich habe ein 4,5-jähriges Kind und ein jetzt frisch 2-jähriges Kind und die Geschenke besorge komplett ich mit meinem Mann zusammen und es wird dann an Oma und Opa 1, Oma und Opa 2, Onkel und Tante 1, Onkel und Tante 2 und an uns Eltern aufgeteilt. Jedes Kind bekommt 6 Geschenke und heißt, dass wir Eltern 2 schenken und alle anderen Parteien 1. Ich denke, dass das eine ganz gute Anzahl ist. Jeder möchte immer gerne was schenken und das hat sich sehr gut bei uns etabliert, dass ich die Auswahl treffe und die sich dann aus dem Pool was aussuchen können, was sie gerne schenken wollen. Genau, das ist die Mission und meine Anforderung oder mein Anspruch daran, dass es nicht zu überwältigend ist, wird dem hoffentlich gerecht. Ansonsten ist mein Motto bei der Geschenkeauswahl natürlich, dass es zum jeweiligen Kind passt, aber so ein ganz toller Richtwert, den ich letztes Jahr bekommen habe, dass man nicht das Spielrepertoire ausbreitet, also noch mehr verschiedene neue Spielsachen holt, sondern die Sachen, die man hat, mit denen die Kinder gerne spielen, dass man die erweitert. Also zum Beispiel Lego Duplo finden beide Kinder klasse, deswegen gibt es jetzt Zusatzbauteile, also Zusatzsets zum Lego Duplo. Oder was gibt es noch? Polly Pocket, dann holt man halt Polly Pocket. Das Kind liebt, weiß ich nicht, Matchbox-Autos, dann vielleicht ein kleines neues Matchbox-Auto. Aber nicht, dass man jetzt sagt, okay, wir haben schon 3 Paar verschiedene Bausteinarten und wir holen jetzt noch eine 4. komplett verschiedene Bausteinart. Genau, das ist so meine Herangehensweise. Wir erweitern das, was wir haben und machen es nicht noch mehr messy und kaufen zigtausend verschiedenste neue Sachen dazu. Es sei denn, es gibt natürlich den expliziten Wunsch, aber meine Kinder sind noch sehr klein, deswegen sind die Wünsche noch nicht so explizit. Also natürlich, wenn ich sie frage, sie wünscht sich ein Kostüm von Jasmin, die Disney-Prinzessin, dann weiß ich das. Genau. Ja, ich habe 5 Kategorien für euch mitgebracht, nachdem ich die Geschenke auswähle und dann hoffentlich aus jeder Kategorie eine Sache habe für die Kids. Und daran orientiere ich mich. Also Kategorie 1, das ist alles so Rollenspiel, irgendwie, wo sich die Kinder verkleiden können, wo sie eine andere Rolle annehmen können. Also alles, was die Fantasie anregt. Zauberutensilien, Kostüme, ihr werdet bei uns sehen, gibt es gleich Zauberstäbe. Kategorie Nummer 2, Bausteine, Basteln, Figurenwelten, also Puppenhäuser oder sowas. Alles, wo sie was erstellen, bauen können in ihrer eigenen kleinen Welt. Und auch da wieder, wir haben zum Beispiel hier so ein Puppenhaus, dann würde ich einfach für dieses Puppenhaus noch irgendwelche Zusatzsets kaufen, die es gibt, um es zu erweitern und das Spielfeld und die Fantasie da ein bisschen größer werden zu lassen. Anstatt jetzt nochmal ein neues Puppenhaus oder andere Puppen etc. 3. Kategorie ist ein bisschen was Ruhigeres, also Spiele, wo die sich für hinsetzen müssen. Finde ich zu Weihnachten ganz gut, aufgrund des Overloads mal ganz schön zwischendurch einen kleinen, ja, so eine kleine Ruheinsel zu schaffen. Das sind Puzzle oder auch Spiele, die man zusammen am Tisch spielen kann. Zu dieser Kategorie gehört alles, was dem Kind so eine klitzekleine Aufgabe gibt. Kategorie Nummer 4 darf nie bei uns fehlen. Das sind Bücher. Vorlesebücher, Pappbücher,
Bücher, die vielleicht saisongebunden sind, jetzt passend zu Weihnachten, irgendwas mit Schnee, Weihnachten, Weihnachtsmann. Ja, irgendeine schöne kleine Geschichte. Und die letzte Kategorie, Nummer 5, das ist etwas, was wir alle zusammen machen können. Also irgendein Spiel oder irgendein Gegenstand, den wir alle sehr gerne benutzen wollen oder gemeinsam mit dem Gegenstand irgendwas machen können. Oder eben einen Happening schenken. Also eine kleine Aktivität, einen Ausflug. Irgendwas, was man als Familie dann zusammen machen kann. Starten wir mit den Geschenken. Ich zeige euch jetzt immer das von meiner großen Tochter, die ist 4,5 Jahre alt. Und dann nochmal zu der passenden Kategorie, das, was mein 2-jähriger Sohn bekommt. Erste Kategorie. Sie bekommt ein Kostüm. Das ist der einzige ausschließliche Wunsch, den sie abgegeben hat. Und zwar war das ein Kostüm. Sie wollte sehr gerne das von Jasmin. Es kam auch ab und zu noch der Wunsch Mulan oder Vaiana. Vaiana war sehr lange ein großes Ding bei uns, aber es ist ein bisschen abgeschwächelt. Deswegen, das wurde öfter genannt, gibt's das. Dazu kommt noch dieses Oberteil. Es ist richtig süß. Ich verlinke euch natürlich alles unten. Oh, sie würde es lieben. Ist auch wirklich schön verarbeitet. Das ist direkt von Disney direkt. Und ich glaube, das würde ich auch gern tragen. Sweet. Okay, und als zweites in der Kategorie bekommt sie... Nicht scharf, hallo. In dieser Kategorie bekommt sie 2 Sachen. Und zwar, das habe ich spontan jetzt noch dazu geholt, sind wir hier nämlich im Harry Potter Fieber angekommen. Ich dachte, das dauert noch 2-3 Jahre. Ja, sie bekommt einen Zauberstab. Wie wunderschön ist bitte diese Verpackung. Flup, flup, flup. Das ist auch echt süß verpackt und da drin ist sogar noch eine Schnatzkette. Und wie cool. Es glitzert. Ich sag mal, ein Zugticket nach Hogwarts. Eine Anleitung, wie man Zaubersprüche einsetzt und wie man dann den Zauberstab zu bewegen hat. Und natürlich der Zauberstab selbst. Möglich, dass ich selber auch Zauberstäbe habe und die immer benutzen wollen, meine Kinder? Ja. Möglich, dass ich Angst habe, dass mein geliebter Zauberstab kaputt geht? Ja. Und deswegen kriegen sie jetzt ihre eigenen, nur dass deren noch viel cooler sind. Und leuchten. Wow. Oh mein Gott. Ich sehe das hier gerade auf der Kamera schon. Wie echt sieht es bitte aus? Wow. Oh mein Gott. Vielleicht behalte ich den auch selbst. Nox. Oh. Los. Wow. Oh mein Gott. Sie wird es lieben. Und wenn nicht, dann liebe ich das. Ja, vielleicht ein kleines Detail zu diesem Harry Potter Ding. Ich habe selber ein Harry Potter Buch mir letztes Jahr zum Geburtstag gewünscht und das ist so eine Special Edition mit so Pop-up Illustrationen. Also es ist sowieso komplett illustriert und es hat ganz viele Klappen, die man aufmachen kann, einen Briefumschlag, den man öffnen kann oder irgendwas, wo man was bewegen kann. Und das fand sie natürlich einfach toll und wollte das sich an sich angucken. Und dann habe ich angefangen, ab und zu die Geschichte zu erzählen. Jedes Kapitel für sich sind wir nach und nach durchgegangen und ich habe es erzählt. Und beide Kinder sind komplett fokussiert darauf und lieben es einfach, sind so begeistert von der Geschichte. Was hat diese Autorin bitte getan? Damit es selbst die Kleinsten fesselt. Meine 4-Jährige plus auch meinen 2-Jährigen. Beide liegen dann in meinem Arm und hören vorm Einschlafen zu. Und ich bin begeistert. Und jetzt lese ich die ganzen Kapitel. Jeden Abend ein halbes oder ein ganzes Kapitel. Und die gruseligen Sachen lasse ich weg, natürlich. Und da umschreibe ich dann einfach wieder alles nur. Aber sie sind gefesselt. Und deswegen habe ich hier noch einen Zauberstab besorgt. Und der 2-Jährige bekommt auch einen Zauberstab. Der bekommt kein Kostüm. Das ist nicht so seins, aber das hier wird er bestimmt feiern. Er bekommt den von Harry Potter. Natürlich. Cool, oder? Yes.
das waren die Sachen für die erste Kategorie. Und ich habe die Vermutung, dass das sein wird, was wir Eltern als zweites Geschenk schenken. Wisst ihr? Dann bekommen sie von uns ein großes und das als kleines. So. Noch dazu als kleines. Seht ihr, wie groß die Verpackung ist? Ich habe gedacht, dass die so sind. Nächste Kategorie. Meine Große bekommt Gabby Dollhouse Lego. Sie liebt Lego. Ich habe diesmal mich für ein nicht ganz so großes Set entschieden. Sie hat von Gabby Dollhouse schon das komplett große Lego Haus und von Elsa das große Haus. Und sie schafft es auch alleine. Aber das Abbauen ist immer sehr zeitintensiv, damit sie es auch wieder so aufbauen kann. Und die kleineren Sets, die kann sie auch selber mit viel Geduld wieder abbauen. Und ja, dann wird es einfach ein bisschen öfter genutzt. Das ist jetzt hier irgendwie diese Feenwelt von Gabby Dollhouse. Das finde ich ganz süß. Und da sind noch ein paar neue Figuren dabei. Und ja, wie viele Teile hat das? Das ist ab 4, 263 Teile. Sie hatte letztes Jahr schon eins ab 4. Und also Lego ist so ein ganz, ganz, ganz großes Ding bei ihr. Nicht mehr nur Lego Duplo, sondern wirklich Lego. Kann ich auch ganz viele kleine Sets empfehlen. Damit beschäftigen die sich, wenn die es erstmal verstanden haben, das Prinzip, ewig. Yes. Der kleine Mann bekommt ein Lego Duplo Set und zwar mit Autos. Ich habe gerade die Kartons aufgemacht. Ich so, wie groß sind diese Verpackungen? Ja, das ist so eine Rennautostrecke. Und vermutlich wird das... Naja, ich habe es noch nicht in die Gruppe gestellt. Wer was übernimmt, bestimmt eine der Omas übernehmen. Und er bekommt in der Kategorie 2 Sachen. Achtung Leute, ihr werdet euch auch erschrecken. Das Geschenk ist riesig. Es ist ein Kipplaster mit einem Bagger. Und es kommt in dieser riesigen Verpackung. Passt gerade so noch ins Bild. Cool, oder? Das ist von Bruder. Ich glaube, es hat immer mit so die beste Qualität. Und ja, Gummireifen, Leute, habe ich gelernt. Wenn die Spielzeugautos Gummireifen haben, dann sind sie besonders gut. Ja, sitzt hier ein bisschen schief drin, mein kleiner Bagger. Oh mein Gott. Wir sind so richtig in der Auto-Bagger-Phase angekommen. Und ja, finde ich irgendwie auch mal sehr erfrischend, jetzt hier so Autos und so zu haben. Ich habe das nicht offeriert. Bei uns gab es in den ersten 1,5 Jahren keine Autos für den kleinen Mann, keine Bälle, weil meine Große sich dafür null interessiert hat. Dann waren wir mal woanders und er ist völlig drauf abgegangen. Da dachte ich, naja gut, dann eben doch Autos. Okay, also die Lego-Sachen, ich finde es einfach super. Wir haben zum Geburtstag jetzt gerade erst ein neues Set von solchen magnetischen Bausteinen bekommen. Deswegen gibt es zu Weihnachten nicht. Das finden meine Kinder auch richtig toll und kann ich nur empfehlen. Ja, das übt die Feinmotorik, die Fantasie, Logik wird angeregt und natürlich die Kreativität. Nächste Kategorie ist das ruhige Spiel. Die 4,5-Jährige bekommt ein Puzzle. Ballett inspiriert. Ja, ich finde es super süß. Die Puzzle, von denen haben wir schon ein paar. Und ja, die kommen immer so in so super süßen Verpackungen. Das ist von Diego. Ich packe euch natürlich die Links alle unten rein, Leute. Kein Problem. So, das hat 36 Teile und ja, finde ich einfach super süß. Der nächste, der Kleine, bekommt dieses super süße Puzzle. Das sind so kleine Tierchen, immer Mamas, und in die Mamas muss man dann die Babys rein puzzeln. Super cute, oder? Ist auch sehr, sehr hochwertig gemacht. Kann ich euch leider nicht so richtig aussprechen. Lundi? Naja, haben wir auch schon eins davon. Eine Straße, die so eine ganz spezielle Form hat, und dann kann man dann ein Suchspiel draus machen. Also dann kann man die Autos auf der Straße finden. Ja, finde ich sehr süß, die Verpackung.
Und ja, der kleine Mann ist gerade voll im Puzzlefieber und wird es bestimmt lieben. Jetzt zu meiner Lieblingskategorie, die Bücher. Die Große bekommt von uns Pippi Langstrumpf. Ich glaube, es sind alle drin, alle Abenteuer in einem Band. Wir werden hier nämlich langsam ein bisschen müde der Kleinkindbücher. Das geht mir zu schnell und wir lesen die immer noch sehr gern, aber sie hat jetzt schon immer Lust an so komplexeren Geschichten und bei Pippi Langstrumpf ist es ja so, dass das eine komplette Geschichte ist, aber jedes Kapitel in sich geschlossen ist. Also man kann dann ein Kapitel vorlesen, hat eine fertige Geschichte, aber die bauen trotzdem so ein bisschen aufeinander auf. Finde ich gut. Wir haben es halt im Urlaub mal gelesen und uns da ausgeliehen gehabt und sie hat es super toll gefunden, die Pippi Langstrumpf. Man muss aber dazu sagen, dass das natürlich in einer anderen Zeit geschrieben wurde und viele Sachen nicht mehr ganz so korrekt sind. Ich hoffe, dass das der Teil ist, wo das schon korrigiert ist oder mit Sternchen unten markiert ist, dass da steht dann immer da, was man an Stelle sagen könnte zu dem, wie das hier drin geschrieben ist. Das ist mir wichtig eigentlich, aber also ich hätte es, glaube ich, nicht geholt, aber sie war so fasziniert von dem Buch und von der Person an sich und wie viel Spaß und Freude die hat, dass ich einfach dieses Strahlen nicht für sie wollte. Genau, und da haben wir, glaube ich, sehr viel Material zum Lesen. Finde ich auch immer sehr gut, so ein dickes Buch dann mitzunehmen im Urlaub oder so. Da muss man nicht verschiedenste Bücher mitnehmen, sondern hat dann immer jeden Abend eine andere Geschichte. Das habe ich gemerkt, die letzten Urlaube, dass das mich immer ein bisschen genervt hat mit mehreren Geschichten mitnehmen. Und dann hatten wir immer so Geschichtenbände dabei. Okay, ich überlege aber auch, ob ich vielleicht noch Harry Potter Teil 2 kaufe. Wieder in dieser Special Edition mit den Pop-Up-Büchern. Aber andererseits, wir mussten damals auch immer ein Jahr oder 2 Jahre aufs nächste Buch warten. Deswegen dachte ich, kann man wahrscheinlich auch Harry Potter einfach öfter lesen, den ersten Teil. Okay, der kleine Mann bekommt einen Klassiker, den Stockmann. So ein bisschen Saison-themed, dass das im Schnee ist. Ja, die ganzen Bücher von, heißt der Axel Scheffler, finden meine Kids richtig toll. Und da bin ich gespannt auf die Geschichte und wie der kleine Mann das so finden wird. Bücher gehören bei uns einfach immer dazu, zu unseren Ritualen, zu unserem täglichen Leben, zum Einschlafen. Also ja, ist immer schön, mal wieder was Neues zu haben. Und als letztes habe ich was geholt, was man gemeinsam nutzen kann. Die 4-Jährige bekommt es aber geschenkt und dann können wir es alle benutzen. Das ist das Spiel Labyrinth Junior. Bei dem Spiel habe ich mich irgendwie schwer getan. Es gibt ja so eine große Auswahl und ja nur durchs Lesen manchmal finde ich es schwer zu wissen, ist es ein gutes Spiel oder nicht. Da bitte sehr gerne mal ein paar Inspos rein. Ich habe da ja mich einfach jetzt für einen Klassiker entschieden und ja, würde mich aber richtig interessieren, was eure 4,5-Jährigen so gerne spielen oder 5-Jährigen. Ja, da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Input. Und der kleine Mann, der bekommt, ich glaube, ich kriege das jetzt hier nicht raus, eine Gitarre, also es ist eine Ukulele. Ich habe aber explizit nach einer Gitarre gesucht. Die hat so ein ganz süßes Muster. Seht ihr das? Es ist so ein dunkelblau mit Sternchen drauf. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo sind, wo es eine Gitarre oder eine Ukulele gibt, dann will der kleine Mann das immer unbedingt haben. Wir haben hier eine aus Holz. Also die wurde nur gebastelt. Das ist ja aus Holz so eine Gitarre, oder? Oder aus Spanplatten. Wie auch immer, also die ist nur so Deko und die spielt nicht richtig. Die wurde zwar bespannt, aber halt mit Gummi. Ich sehe die da vor mir gerade mit so Gummiseilen. Und ja, deswegen habe ich die hier besorgt. Die ist echt so schön und können aber trotzdem alle benutzen.
Natürlich kann jeder alles hier benutzen, aber irgendwas, was man auch gemeinsam machen kann. Man kann gemeinsam dann musizieren. Deswegen habe ich das jetzt mal hier mit in der Kategorie mit reingenommen. Das waren die Geschenke. Ich möchte noch mal daran erinnern, es sind für jeden 6. 2 bekommen die Kinder von uns und das andere wird auf die gesamte Familie aufgeteilt. Ja, das war, glaube ich, beim letzten Jahr ein großer Kritikpunkt. Mir selber ist es auch immer wichtig, dass es nicht zu viel ist. Und ich will es nicht so materialistisch haben. Ich meine, gut, das ganze Video ist materialistisch. Aber I just love it. Das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspo mitgenommen oder vielleicht eine Struktur, wie ihr schenken wollt. Man braucht nicht immer eine Struktur. Aber wenn man so ein bisschen das vielleicht auch eindämmen möchte, wie viel geschenkt wird, dann kann ich das nur empfehlen. Und ich kann vor allen Dingen empfehlen, eher Geschenke oder Spielsachen, die man hat, zu vertiefen, als das ganze Sortiment zu erweitern. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und ein frohes Neues, Leute. Vielleicht sehen wir uns noch mal gucken, wie viele Videos dieses Jahr noch kommen. Ciao!